Hallo ihr Lieben, willkommen bei So halt. Koh Chang ist eine thailändische Insel in der Nähe von Trat. Ich möchte euch hier unsere Highlights zeigen. Alle Sehenswürdigkeiten, die uns umgehauen haben, von Elefanten über Schildkröten, Affen, die schönsten Strände, Kajaktouren und Schnorcheltrips. Bleibt dran, wenn dich das interessiert. Bereisbar auch im Sommer, obwohl Regenzeit ist. Wir waren in der Regenzeit. Viele von euch wissen es ja schon, wir waren in den Flitterwochen auf Koh Chang auf einer thailändischen Insel unterwegs. 6 Tage und da haben wir euch mitgenommen und ich habe hier alle Highlights für dich zusammengestellt. Wir haben Tempel besucht, wir haben Elefanten gefüttert und gestreichelt, Schildkröten in freier Wildbahn gefilmt. Alle Orte, die ich dir hier in dem Video zeige und über die ich erzähle, habe ich auch auf Google Maps für dich zusammengestellt. Das kannst du dir dann runterspeichern, den Link habe ich unten drin, und einfach auf deine Koh Chang Tour mitnehmen. Ich schreibe aber auch im Video jedes Mal dazu, wo wir uns gerade befinden und zeige es dir auch einmal auf Google Earth, damit du dich zurechtfinden kannst, wo denn das jetzt auf Koh Chang ist. Bist du neu auf dem Kanal und noch kein Abonnent, dann mach das gleich jetzt. Es ist kostenlos und du wirst sofort informiert, wenn du die Glocke aktivierst, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Hier gibt es ganz viele Reisetipps und Vlogs. Es kommen jetzt immer wieder welche. Ich habe ganz viel noch auf Vorrat. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Nach Trat kommst du mit dem Flugzeug von Bangkok aus. 100 € kostet der Inlandsflug, das ist relativ günstig. Und wir haben das Ganze, den Transfer mit der Fähre dann von Trat übers Hotel direkt gebucht. Da fährt man mit solchen Bussen und fährt direkt vom Flughafen zum Pier und direkt mit dem Auto auf die Fähre drauf. Das ist äußerst praktisch, deswegen empfehle ich dir das auch. Und dann wirst du direkt auf Koh Chang mit demselben Auto, du musst kurz aussteigen, aber mit demselben Auto dann zu deinem Hotel gebracht. Die Überfahrt, wenn du es jetzt aber alleine buchen willst, mit der Fähre kostet ca. 2 €. Du kannst Elefanten streicheln, füttern und auch einfach nur anschauen. Du kannst aber auch ein ganzes Trekking machen und mit denen baden gehen. Das ist eine Elefantenrettungsstation. Die werden vom thailändischen Festland hierher gebracht. Denen geht es richtig gut. Wären sie nicht hier, dann wären sie getötet worden. Also deswegen brauchen wir uns hier keine Sorgen machen. Wir haben die Elefanten aber lediglich gefüttert. Das ist sehr günstig. Kaufst dir den ganzen Korb und hast eine Menge Spaß mit Babyelefanten. Es gibt einen Mangrovenwald, wo du über einen Holzsteg laufen kannst. Der befindet sich im Süden von Koh Chang. Hier gibt es einiges zu entdecken. So Leuchtkrebse gibt es da und Krebse mit einem ganz großen Arm. Dieser Steg war, als wir dort waren, ziemlich kaputt und zerstört. Sie haben auch so ein nettes Schild aufgestellt. Man kommt bis zum Meer. Man muss hier allerdings sehr vorsichtig sein und auch ein bisschen hüpfen und balancieren, dass man nicht runterfällt. Ich weiß auch nicht, was für ein Getier sich da noch tummelt. Anacondas weiß ich sicher. Ich habe keine gesehen. Reinfallen möchte hier niemand. Affen befinden sich eigentlich überall auf Koh Chang. Aber wir haben die meisten gesehen Richtung Kai Be Beach. Die tummeln sich im Wald oder auf den Stromleitungen. Manchmal sitzen sie auch am Straßenrand. Überall da, wo Müll ist, sind sie zu finden. Sie schlecken die leeren Kartons aus oder auch so Getränkedosen. Und wenn du gut die Augen offen hältst, dann siehst du sie auch im Gebüsch sitzen und dann siehst du auch des Öfteren Babyaffen, auch oben auf den Leitungen oder den Bäumen.
Einen Restaurant-Tipp muss ich dir unbedingt geben, das ist Nong Korea Barbecue Buffet. Das ist direkt von der Straße zu sehen. Das ist ein riesiges Lokal, wo du Hotpot am Tisch essen kannst. Also das ist ein Buffet. Du nimmst dir für umgerechnet 6,50 pro Person so viel Fleisch und Fisch und Nudeln und Gemüse, wie du haben willst, und grillst am eigenen Tisch. Und gleichzeitig hast du noch so einen Dünsttopf, wo dann auch so eine Soße entsteht. Also das Ganze nennt sich Hotpot. Würde ich unbedingt machen. Das Bang Bao Pier sollte man sich unbedingt anschauen. Das ist eine Stadt auf Stelzen. Befindet sich auch ganz im Süden von Koh Chang. Du darfst mit dem Roller nicht reinfahren. Du musst etwas außerhalb parken, da ist aber gleich ein Rollerparkplatz. Musst aber aufpassen mit den wilden Hunden. Die haben uns ein bisschen angeknurrt, nicht angegriffen, aber es war gruselig. Also nicht im Dunkeln dahinter gehen. Oder es gibt noch etwas vorgelagert einen Parkplatz, wo du eine kleine Gebühr zahlst und dann da bewacht stehen bleiben kannst. Hier gibt es auch einen Leuchtturm, viele Shoppingstraßen und von hier fahren die Ausflugsboote direkt zu den Laoya Islands zum Schnorcheln. Das empfehle ich dir auch unbedingt, kostet ungefähr 20 Euro pro Person. Für 4 Stunden waren es, glaube ich. Es gibt eine kleine vorgelagerte Insel, die heißt Koh Manoi. Und da kommst du vom KLB Beach hin mit dem Kajak, den kannst du dir bei den Pons Bungalows ausleihen. Und das Wasser ist so seicht, man könnte theoretisch auch rüberlaufen, so seicht ist es da, aber da sind so viele Korallen, da würdest du dir wehtun. Also hol dir einen Kajak für ein paar Euros und paddle darüber. Es ist eine kleine unbewohnte Insel und hat Traumstrände. Hier war es ein bisschen bewölkt, deswegen sieht es ein bisschen düster aus, aber es ist, wenn die Sonne rauskommt, einfach nur ein Paradiesstrand. Vom Viewpoint aus, oben von der Straße, hast du einen tollen Blick und kannst solche Fotos schießen. Auf der Insel wachsen auch Mangroven. Also wenn du nicht in den Mangrovenwald gehen willst, dann kannst du sie auch hier bewundern. Wir wollten die Insel einmal komplett zu Fuß umrunden, weil sie wirklich sehr klein ist, aber das war dann nicht mehr möglich. Dann wird es steinig und felsig und dann geht der Weg auch nicht mehr weiter. Koh Chang hat ganz viele Wasserfälle, unter anderem den Klong Plu Waterfall. Das ist, glaube ich, der berühmteste. Hier kannst du zu einem großen Parkplatz fahren und von da einen Weg, also einen vorgefestigten Weg, ungefähr 20 Minuten laufen bis zum Wasserfall. Und hier sieht man Schildkröten im Fluss schwimmen, also halt die Augen offen. Auch Affen sind im Wald unterwegs. Wir haben hier aber keine gesehen auf dem Weg, sondern erst am Wasserfall welche. Der Wasserfall ist der größte, den wir auf Koh Chang gesehen haben. Und noch besser, das Wasser ist super klar und hier ist Schwimmen erlaubt. Da stehen zwar ein paar Wärter, die aufpassen und die Fische nagen an den Füßen, aber wenn du reinspringst und schwimmen gehst, dann passiert dir nichts, dann nagen die Fische nicht mehr an dir. Und das ist, ich habe mich nicht getraut, der Flo schon, aber es ist wirklich schönes Wasser. Dann gibt es noch einen anderen Wasserfall, wo wir hingelaufen sind, der Klong Non Si Waterfall. Da ist der Weg allerdings, hört viel früher auf, du musst ein gutes Stück durch im Wald und den Dschungel laufen, ist aber auch spannend. Hier gibt es auch eine Karte, also es ist öffentlich zugänglich und kein Problem dahin zu laufen. Hier ist das Wasser auch super klar, der Wasserfall ist viel kleiner, aber super schön zum Baden und auch ein kleiner Springfelsen ist da. Von einem kleinen Fischerdorf aus kannst du eine Bootstour durch den Mangrovenwald machen. Das ist auch unbedingt eine Reise wert, dahin zu fahren. Das ist im Osten der Insel. Die Straße führt nicht von Süden nach Osten. Also du musst einmal oben rumfahren quasi, um dahin zu kommen. Das ist ein sehr kleines Dorf und du mietest dir dieses Boot, ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat, für sehr wenig Geld und der paddelt dich raus. Es ist ziemlich romantisch, hat ein bisschen was von Venedig und du kannst ganz gemütlich deinen Drink schlürfen und vom Boot aus die Mangroven beobachten und wenn du Glück hast, siehst du auch Affen oder Schlangen. Ganz im Süden gibt es ein
Ausblicksturm im Mangrovenwald. Auch da ist es sehr schön durchzulaufen. Hier gibt es einen Weg, der nicht kaputt ist. Das sind Steinterrassen. Auf den Tower konnte ich leider nicht hochgehen. Hier saß die größte Spinne, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Der schönste Tempel, den wir auf Koh Chang besichtigt haben, ist in Salakphet. Der ist wirklich beeindruckend. Hier kann man auch komplett durchlaufen und reingehen. Man muss die Schuhe ausziehen, aber das ist wirklich eine Besichtigung wert. Vor dem Tempel auf der anderen Straßenseite gibt es ein Café, wo man frische Kokosnuss schlürfen kann für unter 1 Euro oder auch einen Bananenkaffee. Also das kann ich dir sehr, sehr empfehlen. Von da aus sind wir mit dem Roller weitergefahren und haben einen Markt gefunden, wo wir dann Mittag gegessen haben. Auch das kann ich dir empfehlen, nur leider gibt es den nicht auf Google Maps zu finden. Der nächste Tempel, ja, den muss man nicht gesehen haben. Hier ist der obligatorische Tempel und auch vertreten, ansonsten ist nicht viel zu sehen. Der White Sand Beach, der ist ein absolutes Highlight, weil es ein mega schöner weißer Strand ist, total lang. Und hier gibt es den Foodmarkt. Immer abends beginnt er, jeden Tag. Hier kannst du dich nach Herzenslust durchschlemmen. Die braten frisch und du siehst hier Seafood für 40 Baht, das ist 1 Euro gerade mal. Hier wird frischer Papayasalat zubereitet, meine Leibspeise, und das auch noch mit cooler Musik, also es macht echt Spaß, hier durchzulaufen. Es gibt frischen Fisch, gegrillt, Tintenfisch, Garnelen für um die 2,50 Euro, Suppen aus der Tüte, Fleischspieße, wir haben uns durchgesnackt und ich kann dir alles empfehlen, es ist wirklich toll. Setz dich dann an den Strand und genieß den Sonnenuntergang mit deinem Essen. Auch abends kann ich dir den White Sand Beach empfehlen, vor allen Dingen bei der Sabaya Beach Bar, denn da findet eine Feuershow statt und das ist wirklich beeindruckend. Ganz im Norden befindet sich ein Schrein, der auch wunderschön ist. Da kann man über mehrere Stufen hochlaufen und sich einfach von der chinesischen Kultur, glaube ich, ist es hier tatsächlich, berieseln lassen. Räucherstäbchen anzünden. Oder sich auch einen Glückszettel nehmen und schauen, was für einen da drin steht. Es gibt im Osten ein Pier, auf das man rauffahren kann sogar. Wir sind mit dem Roller nach vorne gefahren und haben einen tollen Ausblick auf die Insel Koh Chang. Und man kann im Osten auch schießen gehen auf der Shooting Range. Du kannst dir deine Waffe aussuchen und kannst frei nach Herzenslust verschiedene Waffen durchprobieren, wenn du sowas magst. Ich habe es nicht gemacht, aber der Flo hatte Spaß dran. Das war unser Hotel, das Paradise Resort. Wir hatten eine Poolvilla, empfehle ich dir auf jeden Fall, dir diese zu gönnen, denn du hast einen privaten Pool, einen privaten Bereich, Gartenbereich sozusagen, und bist ganz nah am Strand und das ist wundervoll mit Jacuzzi sogar.
Und das waren unsere Highlights von Koh Chang. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Gib mir einen Daumen nach oben, wenn du mehr solche Videos sehen willst. Wenn dir das gefallen hat, vergiss nicht, mich zu abonnieren, falls du noch kein Abonnent bist. Hier gibt es, wie gesagt, wirklich öfters jetzt so Reise-Sehenswürdigkeiten-Videos, weil wir schon viele Reisen gemacht haben und ich da wirklich noch viel zu erzählen habe. Ich freue mich da schon drauf. Von unserem Schnorcheltrip zu den La Jolla Islands habe ich auch ein eigenes Video gemacht, weil es einfach so viel zu sehen und zu erzählen gab, dass es hier einfach nicht reingepasst hat, das alles zu zeigen. Ich verlinke es dir oben oder auch dann hier am Ende, wenn es online ist. Schau doch da auch mal rein und ich verlinke dir auch von unserer letzten Reise das Video von Bangkok. Und ich freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!